Aus diesem Grund ist es eben auch so wichtig, dass wir hinschauen, bei wem kaufen wir denn jetzt unsere Bio-Lebensmittel? Und ich möchte Ihnen nachher dann gerne noch ein paar Möglichkeiten zeigen, wie Sie das selber prüfen können, was denn da jetzt so auf Ihrem Teller landet. Ja, ich meine, nicht jeder hat die Möglichkeit, mit seinem Lebensmittelproduzenten direkt Kontakt zu pflegen und sich am Samstag immer so seine Lebensmittel gerade frisch vom Bauern zu holen. Aber es gibt auch die Möglichkeit für gewisse Tests und Untersuchungen, dass ich das, was ich im Supermarkt kaufe oder im Bioladen kaufe, überprüfen kann. Und die einzige Möglichkeit, Nahrung zu hochwertigen Lebensmitteln zu verwandeln, ist über diesen vielfältig belebten Boden. Diese humusbildenden Organismen, die die Ordnung im Boden schaffen, die die Pflanze genauso ernähren, wie es ihrer natürlichen inneren Ordnung entspricht. Und damit das für Sie vielleicht so ein bisschen greifbarer und transparenter wird, habe ich eben so ein paar Möglichkeiten jetzt hier aufgelistet. Die Qualität der Lebensmittel lässt sich natürlich einerseits über Nährstoffanalysen bestimmen. Ja? Das andere ist, dass wir bioaktive Substanzen, wie zum Beispiel Vitamine, feststellen können. Das macht natürlich jetzt ein Chemielaborant oder ein Chemiker sehr aufwendig, aber Sie können sich ganz einfache Vitamin-C-Streifen kaufen und einfach einmal mit der Knoblauchpresse auf den Vitamin-C-Streifen draufdrücken und einmal schauen, wie viel Vitamin C ist denn da drinnen. In Ihrem Paprika können gerade mal 20 und 30 ppm Vitamin C drinnen sein oder es können 2000 ppm Vitamin C drinnen sein. Alles gemessen. Wir geben Lebensmittelkurse, wo es um Lebensmittelqualität geht und da bringen die Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus dem Supermarkt, aus dem Bioladen, aus dem eigenen Garten, das Material mit und Sie würden nicht glauben, wie groß da die Bandbreite ist von Bio-Lebensmitteln. Der mikrobielle Besatz ist für den Einzelnen natürlich schwer zu messen, das ist klar, da brauche ich eine entsprechende Ausrüstung dafür, aber auch der spielt eine ganz gravierende Rolle für die Entwicklung der Zelle in der Pflanze. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann so eine Art Umgehungsmessung machen, nämlich über das Rundbildchromatogramm. Rundbildchromatogramme sie sind einerseits ein Bild dafür, welche Substanzen sich in dem Lebensmittel oder im Kompost oder in der Erde befunden haben. Was ich mache ist, ich tue ein Lebensmittel oder die Erde in einer Natronlauge extrahieren und dann trage ich es auf einen runden Filter auf. Und dadurch, dass ich vorher Silbernitrat auftrage, werden Strukturen sichtbar. Das Silbernitrat spielt auch noch eine Rolle in der chemischen Reaktion auf dem Papier und dadurch gibt es dann Strukturen. Aber ich sehe nicht nur, welche Substanzen da jetzt vorhanden waren, sondern ich sehe, in welcher Qualität sie im Kompost oder im Boden oder in der Pflanze da sind. Und das ist das, was man da gleich neben diesen Nitratstreifen hier, was man da sieht, das ist so ein Lebensmittelchromatogramm, also ein Rundbildchroma oder ein Chroma. Und das kann jeder selber machen. Wir unterrichten das in Deutschland überall, sogar schon für kleine Kinder. Wir haben das schon in der Volksschule unterrichtet, weil es ein ganz einfacher Prozess ist, das herzustellen. Man braucht ein bisschen Zeit dafür, aber das ist alles. Die Eiweißqualität lässt sich natürlich jetzt auch auf unterschiedlichste Arten feststellen, ist auch eher jetzt zu Hause etwas schwieriger. Ja, und die sensorische Qualität, die haben Sie wahrscheinlich schon alle gut ausgebildet. Wenn ich mir jetzt so einen Vergleich anschaue aus 4 verschiedenen biologisch angebauten Sellerieknollen, ja, dann sieht man, auch ohne jetzt zu wissen, was lese ich denn auf diesem Rundbildchroma wo. Ja, wir wissen genau, wo laufen denn die Vitamine hin und wo zeigen sich die Enzyme und wo zeigt sich der Zucker, wie sind die Eiweißverbindungen aufgebaut. Alle diese Dinge kann ich von einem Chromatogramm lesen. Aber ohne jetzt genau zu wissen, wo ich was erkennen kann, können Sie selber, hoffe ich zumindest, schon sehen, dass zwischen diesem und diesem und diesem und diesem Sellerie ein riesengroßer Qualitätsunterschied ist. Und wenn ich das in Verbindung bringe mit dem Boden, auf dem sie gewachsen sind, dann brauche ich auch noch nichts über Chroma-Lesen zu wissen, sondern muss nur meine Augen einmal aufmachen. Wenn wir hier auf dieses linke Chroma schauen, da sind überhaupt keine Strukturen, da ist eine Einfärbung da, aber überhaupt keine Strukturen.
Auf diesem Chroma hier sehe ich so ganz einfache nadelige Strukturen. Auf diesem Chroma sehe ich schon etwas komplexere Strukturen und dieses Chroma hier bietet sehr viel Vielfalt. Man sieht das in der Auflösung nicht gut genug, aber dieses Chroma, das zeigt einen Boden, der sehr aktiv ist, der sehr viel Leben hat, der auch selber gut verdauen kann. Ja, und das natürlich von so einem Boden, das sind jetzt alles Bioproduzenten. Dass natürlich so ein Boden seine Sellerieknolle ganz anders ernährt, das ergibt sich von selber. Ne? Das ist Bio-Mango. Also es sind praktisch jetzt von 3 Bioproduzenten von einem sehr großen Importeur in den Niederlanden. Die schicken uns dann immer das Material zur Untersuchung. Und da konnte ich die Erde natürlich jetzt nicht bekommen, weil die Mangos ja von irgendwoher importiert werden. Aber Sie sehen selber diese riesengroßen Unterschiede. Und was mich einfach so fasziniert, ist, wie sich so diese Lebenskräfte, die eben die Zelle organisieren, die ganze Frucht organisieren, wie die sich in so einem Rundbildchromatogramm 1:1 widerspiegeln. Jetzt noch ein letztes Beispiel für Bio zu Bio. Das ist also auch 2 Bio-Kiwis. Ja, ich glaube, ich brauche Sie nicht zu fragen, welche Sie sich im Geschäft dann lieber kaufen würden. Ausgesehen haben sie beide gleich. Ich habe die Chromas gemacht, also optisch habe ich da keinen Unterschied gesehen. Aber also es ist natürlich auch ein Unterschied dann in den Vitaminen, also wir haben da noch mehr Dinge gemessen, klar, also dort sieht man natürlich dann schon. Aber Sie können solche Dinge selber machen. Ne? Sie können von dem, was Sie auf Ihrem eigenen Balkon anbauen oder was Sie auf Ihrer Dachterrasse kultivieren oder im Garten oder was Sie halt im Supermarkt kaufen, solche Rundbildchromatogramme zeigen Ihnen dann schnell, von welchem Produzent sollten Sie denn lieber in der Zukunft kaufen. Das ist jetzt ein Vergleich zwischen einer ganz traditionell konventionellen kultivierten Kirschtomate, also Cherrytomate. Das nächste ist schon eine bio angebaute Tomate. Und die andere ist auch von einem Biobetrieb, aber mit Kompostextrakt behandelt. Also dieser Boden auf dem Biobetrieb, der gibt eben die Qualität des Lebens noch nicht so her. Und aus diesem Grund haben die dann eben zusätzlich noch mit Kompostextrakt gearbeitet und man sieht, wie sehr das noch einmal Ordnung in der Pflanze im Boden geschaffen hat. Das kann man jetzt natürlich genauso für den Boden machen. Ja, also ich kann einen Boden chromatografieren, das heißt, ich nehme die Bodenprobe, extrahiere sie mit Natronlauge, dann mache ich meinen Prozess mit Papiervorbereitung und so weiter und dann kann ich an so einem Chroma, ich könnte ein ganzes Buch über ein einziges Chroma schreiben. Ja, ich kann die Potenziale, die Vergangenheit, wie der Boden sich entwickelt hat, was jetzt gerade an Leben, an der Arbeit ist, das kann ich alles aus einem Chroma herauslesen. Wir kombinieren das natürlich dann mit Messwerten, um noch mehr und ganzheitlichere Informationen zu bekommen, aber diese Möglichkeit hat jeder. Und dieses Chroma hier ist auch von einem Boden, aber von einem Boden, der ganz, ganz viel Rohorganik enthält. Da ist sehr, sehr viel schlechter Kompost hineingekommen. Und dieser schlechte Kompost hat dann angefangen, im Boden vor sich hin zu faulen und hat natürlich entsprechend dann auch der Pflanze Probleme gemacht, also Schädlinge, Schnecken und so weiter. Aber der Boden hat, wenn man ihn am Foto oder in Natura ansieht, schön ausgesehen. Er hat dunkel, nicht wirklich sehr schön krümelig, aber immerhin. Also optisch hätte ich nicht feststellen können, dass dieser Boden so dermaßen verstopft ist. Ich meine, der hat so richtig heftige Verstopfung. Und irgendwann einmal wird dann der Abbau von der Organik so weit sein, dass er dann nur noch Verluste hat. Und das ist dann die Wasserverunreinigung und die Luftverunreinigung, die wir jetzt weltweit finden. Die Veränderung, die wir an Böden bewirken können, über Kompost, über bodenbildende Maßnahmen, das, was wir halt Humusmanagement nennen, die zeigt sich auf den Chromatogrammen oft sehr viel schneller als in Messwerten. Das ist jetzt von einem Biobetrieb, den wir betreut haben oder betreuen, aber wir haben ein 10-jähriges Projekt mit einer wissenschaftlichen Einrichtung in Österreich gemacht und da ist verglichen worden zwischen konventionellem Kompost, was man so heute eben Bauernkompost nennt, unserem Kompost und Handelsdünger. Und nach 5 Jahren wurde Zwischenbilanz gezogen
Und obwohl sich die Erträge, also da hat sich schon der Trend abgezeichnet, dass unser Kompost die besseren Erträge bringt, aber so nach den analytischen Bodenwerten und nach so den mikrobiellen Untersuchungen, die dort gemacht haben, konnte man es noch nicht ganz klar definieren. Und da haben wir von allen Bodenproben Chromas gemacht und dann war das genauso klar wie hier. Wenn man das jetzt hier oben anschaut, ne, da ist nur grau. Und da außen, im Außenbereich habe ich überhaupt keine Strukturen, das heißt, da sind überhaupt keine Reserven da in dem Boden. Das ist ein ganz mineralisierter Boden. Und da ist zum unteren Chroma, das ist nur ein Unterschied von, naja, 1,5, 2 Jahren. Und man sieht, der Boden hat in dieser kurzen Zeit Reserven aufgebaut, er hat eine vielfältigere Belebung, er hat eine bessere Bodenatmung, das sieht man da in der Mitte. Also man sieht an diesem Boden den Trend in der richtigen Richtung. Na, wenn es in der umgekehrten Richtung gegangen wäre, dann müsste man halt die Feuerwehr holen. Und was Sie jetzt selber prüfen können, sind so Dinge wie zum Beispiel das Nitrat. Ist Ihnen so bewusst, wie gefährlich Nitrat in der Nahrung sein kann? Geben Sie mir einfach einmal so oder so. Also ich sehe ein paar so und dann viele so. Nitrat, also Stickstoff in der Nahrung, bewirkt im Körper eine Reaktion. Und zwar verwandelt sich das Nitrat im Körper zu Nitriten und kann sich weiter verwandeln zu Nitrosaminen, die übrigens krebserregend sind, und sie werden zum Sauerstoffräuber im Körper. Und das fördert sämtliche entzündlichen Prozesse. Das heißt, wenn jetzt jemand eher so Probleme hat mit seinem Magen, also kurz vor Magengeschwür steht und der isst jetzt recht viel von einem nitratreichen Gemüse, und das ist halt eben gerade bei Landwirten, die nicht dieses ordnende Leben im Boden haben, da ist dann die Pflanze sehr oft sehr stark überdüngt. Und damit hat dann die Pflanze, wenn sie geerntet wird, einen sehr hohen Nitratwert. Und das heißt, wenn jetzt jemand da so kurz vor Magengeschwür steht und der würde jetzt so ein Gemüse essen, dann wäre das äußerst förderlich für sein Magengeschwür. Ja? Dann kann es sogar sein, dass er sofort eine Reaktion merkt. Andere merken das vielleicht eher an irgendwelchen Gelenkschmerzen, die nächsten haben Kopfschmerzen, das kann sehr vielfältig sein. Wir hatten eine Kundschaft, wenn die Radieschen mit viel Nitrat gegessen hat, das waren so Radieschen, die sind so mit Mist gedüngt worden, dann hat er jedes Mal eine Blasenentzündung bekommen. Ja, weil dieses Nitrat, seine Schwachstelle ist die Blase und dieses Nitrat durch eben die Reaktion im Körper hat eben dann immer so seine empfindliche Stelle getroffen und er hat eine Blasenentzündung. Bis er halt dann irgendwann kapiert hat, dass er leicht lieber die Radieschen, die mit Kompost gedüngt sind, essen soll und dann hat er halt keine Blasenentzündung mehr. Und deswegen ist es nicht zu unterschätzen, dass Nitratstreifen, ich habe Ihnen die jetzt mitgebracht, ich wollte es Ihnen eigentlich auch demonstrieren, aber ich glaube, das kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, wie das so funktioniert, wenn man eine Knoblauchpresse nimmt, einen Nitratstreifen herausnimmt aus dem Röhrchen, mit der Knoblauchpresse einfach einen Tropfen von einem Salatsaft oder von einem was weiß ich, Karottensaft oder sonst irgendeinem Saft hier auf diesen Nitratstreifen aufbringt, dann wartet, bis die Reaktion abgeschlossen ist und dann an dem Nitratstreifen, an diesem Röhrchen kann man dann den Nitratstreifen ablesen und da weiß man dann, naja, wie viel Nitrat ist denn jetzt in meinem Salat oder sonst irgendwo drinnen. Diese Balken hier, die zeigen jetzt Folgendes. Das hier oben, das war die Menge an Nitrat, die die Lebensmittelpolizei in Österreich festgelegt hat für Gemüse, was im Glashaus konventionell kultiviert wurde, was im Freiland konventionell kultiviert wurde und was für Biolandwirtschaft gilt. Und die grünen Balken da unten, das sind die auf meinem elterlichen Betrieb effektiv gemessen wurden. Und wo dann die Lebensmittelpolizei gesehen hat, aha, das geht ja auch mit viel, viel weniger Nitrat im Gemüse und im Lebensmittel, dann haben sie diese Nitratwerte noch einmal runter reduziert. Also das heißt, heute sind, das ist eine Grafik, die schon vor einiger Zeit entstanden ist, heute sind die Nitratwerte noch einmal deutlich tiefer. Also das heißt, ein Lebensmittelkontrolleur geht in den Supermarkt oder in den Bioladen, dann misst er mit diesen Nitratstreifen, wie viel Nitrat ist denn da
Und wenn der Wert überschritten wird, dann wird die Probe mitgenommen ins Labor der Lebensmittelpolizei. Dort wird dann nachgemessen, ob die Messung im Geschäft richtig war und entsprechend darf halt dann der Verkäufer oder Landwirt seine Ware nicht mehr verkaufen. Kann sie halt kompostieren, wenn er gerne möchte oder sonst was. Sie würden nicht glauben, was man an Bioware, aber auch an konventioneller Ware oft an Nitrat messen kann. Wir haben von Freunden ein Wintergemüse, das ist so Asiengemüse, haben wir gemessen und da waren 20.000 ppm Nitrat drinnen. Damit können Sie schon fast einen Säugling ermorden. Das ist tatsächlich, also jetzt nicht mit Asiengemüse, das ist tatsächlich passiert vor vielen Jahren, schon deutlich über 30 Jahre her, eher 40 Jahre, dass in Österreich, auch in Deutschland, Säuglinge gestorben sind, weil sie eben Spinat zum Beispiel mit sehr, sehr viel Nitrat bekommen haben. Und das wurde so sehr zum Sauerstoffräuber im Körper. Ich meine, so ein kleiner Säugling, der hat natürlich entsprechend, da ist die Nitratmenge gleich viel gravierender und der ist erstickt daran. Und das hat damals erst die Lebensmittelpolizei auf den Plan gerufen und dadurch wurden damals erst die Nitratwerte überhaupt reguliert. Und wir haben eben, das ist auch beides aus Bioproduktion, da war jetzt etwas mehr Nitrat drinnen, als ich es mir wünschen würde, aber es war innerhalb der Werte, die die Lebensmittelpolizei erlaubt. Auf diesen Nitratstreifen gibt es noch ein zweites Feld und das ist für Nitrit. Und das setzt man dann bei Böden ein, das setzt man auch bei Komposten ein, denn wenn ein Boden oder ein Kompost sehr anaerob ist, dann bildet sich anstelle von Nitrat Nitrit. Das heißt, es ist weniger Sauerstoff angebunden und das ist pflanzentoxisch. Wenn ich jetzt einen Kompost habe, der Nitrit enthält und ich bringe den auf den Boden, dann kann ich einen ganzen Kulturausfall haben dadurch. Und es ist natürlich auch sehr ungesund, also zum Beispiel Vogelsalat, der wird ja im Winter im Glashaus kultiviert, der enthält sehr oft Nitrit und zwar deswegen, weil der Boden vom Glashaus gedämpft wird, also das heißt, die Mikroorganismen werden im Grunde alle umgebracht und wenn dann der Dünger, der da aufgebracht wird, umgesetzt wird, dann wird eben im Glashaus Nitrit gebildet, die Pflanze nimmt es auf und dann hat der Vogelsalat Nitrit und das ist natürlich auch für Menschen ein Problem. Also das heißt, die Nitritstreifen, die lassen sich sehr vielfältig einsetzen. Ich habe immer so eine Dose im Kühlschrank und wenn ich irgendwas gekauft habe, wo ich nicht weiß, wo es herkommt oder auch eigene Ware, dann messe ich das schnell einmal nach. Sie können übrigens auch drauf spucken. Sie können schauen, ob in Ihrem Speichel viel Nitrat oder vielleicht sogar Nitrit ist. Also wenn Nitrit drinnen ist, sollten Sie sich gleich anbieten für den nächsten Kompostierer, dass Sie durchkompostiert werden. Ja, was Sie also jetzt selber tun können, um die Dinge, die Sie gerne verändern wollen, zu beschleunigen oder für sich selber umzusetzen, um eine bessere Lebensqualität zu haben, ist einmal einerseits selber zu kompostieren. Und ich meine, wenn Ihr Balkon jetzt nur einen halben Quadratmeter hat, wird es schwierig, aber wenn der Balkon groß ist, könnten Sie theoretisch sogar am Balkon sowas durchführen oder auf der Dachterrasse. Ich habe den Paul gefragt, bevor ich gekommen bin, ob denn jetzt hier viele auch so ihren eigenen Garten haben. Er hat gesagt, aber natürlich. Also viele von Ihnen haben ohnehin die Möglichkeit, dass Sie jetzt in Ihrem Garten schon so einen Humuskompost produzieren. Im Boden Humus zu produzieren, das habe ich Ihnen ja gestern schon so ein bisschen beschrieben, das ist natürlich auch etwas, was jedem, auch im kleinsten Garten, schon zur Verfügung steht. Das heißt, ich muss den Boden einerseits belüften, also schauen, dass Sauerstoff in den Boden hineinkommt. Ich sollte ihm eine stabile Organik zuführen oder wenn er es natürlich verdauen kann, die Organik auf eine Art und Weise hineinbringen, dass er es verarbeiten kann. Also das heißt, ich kann so mit kleinen Maßnahmen schon dafür sorgen, dass mein kleiner Garten oder mein großer Garten nicht zu einer Quelle für Klimaveränderung wird, nicht zu einer Quelle für Umwelt, also im Sinne von Wasserverunreinigung wird. Gerade die Kleingärtner, bei uns in Österreich gibt es die Schrebergärten, gibt es das bei euch in der Schweiz auch? Deutschland auch, nehme ich an. Wenn man dort das Grundwasser misst, hat man dort die allerschlimmsten Werte, weil gerade bei den Schrebergärten und bei den Kleingärtnern noch ganz falsch mit dem Boden gearbeitet wird. Teilweise viel zu viel Dünger hingebracht wird, teilweise auch sehr viele Spritzmittel hingebracht werden, natürlich aus Unwissenheit, aber das würde gerade im urbanen Raum, weil gerade so diese Schrebergärten, die sind ja sehr oft in der Nähe von Städten, das würde auch für die Wasserqualität wirklich einen Unterschied machen. Sie können
auch im kleinsten Bereich schon Kompostextrakte herstellen und vieles mehr. Wenn Sie jetzt so im 25. Stockwerk ohne Balkon und ohne Zugang zu irgendeinem Garten leben und eigentlich so gar nichts tun können für Umwelt und Gesellschaft und sonst irgendwas, dann können Sie immer noch eines tun. Sie können jeden Tag in der Früh sich verneigen vor den Kompostierern und Landwirten, die das Richtige schon tun. Und diese Schwingung, die wird hinmarschieren, geradewegs zu all den Landwirten, die ihre Unterstützung brauchen. Und wenn Sie am Abend vor dem Bett gehen, noch einmal Danke sagen, dann hilft es noch einmal besser. Ja? Wir brauchen die Anerkennung in der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist durch sehr, sehr, sehr viele Faktoren, ist die so zum, das ist jetzt zwar nicht so ein deutsches Wort, aber so zum Underdog geworden. Ja? Alle trampeln auf den Landwirten herum. Die Landwirte verunreinigen die Umwelt. Die Landwirte erzeugen keine Lebensmittel, sondern nur noch mehr Nahrung. Die Landwirte tun dieses. Die Landwirte verschmutzen uns, also tragen zur Klimaerwärmung. Das stimmt ja alles. Aber warum das so passiert ist, das hinterfragt dann, ja, die wenigsten hinterfragen das. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle diejenigen wirklich anerkennen, die sich die Mühe machen, das zuerst einmal zu verstehen und dann auch für die Humusbildung und für die Kompostierung und für die Lebensmittelqualität sorgen. Ja, und wie Sie jetzt solche Dinge tun können, das wollte ich auch noch so ganz kurz umreißen. Das eine ist, dass Sie, wenn Sie einen Garten zur Verfügung haben, bodendeckende Pflanzen anbauen. Weil bodendeckende Pflanzen so der essentielle Partner für das Bodenleben sind. Ja, das Bodenleben, in dem Moment, wo Sie den Boden abräumen, fängt das Bodenleben an zu sterben. Ich meine, natürlich ist es ganz in Ordnung, wenn Sie Ihr Gemüse ernten, aber wenn Sie jetzt im Herbst so Ihr Gemüsebeet abgeräumt haben, dann holen Sie sich halt aus der Küche ein Sackel Roggen oder ein Sackel von irgendeinem anderen Getreide und da greifen Sie mal so richtig aus dem Vollen hinein und dann streuen Sie mal so richtig dieses Getreide da auf Ihr Gemüsebeet und lassen Sie über den Winter irgendein Getreide auf dem Gemüsebeet stehen. Es kommt ein bisschen an, in welchem Klima Sie wohnen oder leben, aber eben wie gesagt in den meisten Klimalagen, so in Mitteleuropa, geht halt im Winter nur das Getreide. Aber bauen Sie irgendeinen Bodendecker an, dann haben Sie im Frühling schon ein frisches grünes Material für Ihren Kompost. Das kann ich im Frühling abschneiden und habe dann gleich dieses 10% Grünmaterial, was ich brauche für einen guten Kompost. Der Mulch. Der Mulch ist ein Schutz, der Mulch ist eine Haut für den Boden. Und das bisschen, was vom Mulch in den Boden hineingezogen wird, durch die Regenwürmer und eben durch die Kleintiere, die so im Boden leben, das kann möglicherweise zu Humus verwandelt werden. Ja, wenn so ein Regenwurm da jetzt einmal das vorschreddert und in den Boden hineinzieht und der Boden kann verdauen, dann besteht die Möglichkeit, dass sie zu einer Humusbildung beitragen. Aber wenn der Boden es nicht kann, dann nützt das auch nichts, wenn der Wurm das Gras in den Boden hineinzieht. Die einzige Rechtfertigung für Mulch, weil das ist ja eine abgeschnittene Pflanze, das ist ja keine lebende Pflanze mehr. Die einzige Rechtfertigung für Mulch ist, wenn Ihr Boden zum Austrocknen neigt und Sie dafür sorgen müssen, dass der Boden genug Feuchtigkeit hat, damit die Mikroorganismen auch was zu trinken haben. Ansonsten wollen wir eine lebende Pflanze als Bodendecker. Ich meine, ich verstehe schon, dass jeder in seinem Blumenbeet jetzt zwischen den Rosen nicht auch noch da riesen Getreidestauden anbaut. Das ist schon klar. Also in manchen Situationen macht Mulchen absolut Sinn. Aber es ist nicht das General-Hilfs- und Heilmittel, das in der Biolandwirtschaft immer so missverstanden und angepriesen wird. Mulch in der Art und Weise, wie er heute eingesetzt wird, trägt ganz massiv zur Umweltverschmutzung bei. Das Bodenleben ernähren mache ich, indem ich frische Organik in den Boden hineinbringe. Also das heißt, ich kann jetzt, wenn ich jetzt im Frühling vielleicht nicht sofort Gemüse anbauen muss, könnte ich jetzt meine Roggenstängel, die da stehen, abschneiden, in den Boden hineinarbeiten, nicht auf den Boden als Mulch drauflegen, das geht alles in die Luft. Sie müssen das ein bisschen zerkleinern, damit es schneller abgebaut wird und dann in die obere Bodenschicht hineinarbeiten. Nur wenn das Futter da landet, wo die humusbildenden Organismen sind, dann können die auch damit arbeiten. Die humusbildenden Organismen sind nicht oben auf der grünen Pflanze, die leben im Boden. Und deswegen muss immer das Futter dahin, wo die Konsumenten sind. Den Kompost müssen Sie auch unbedingt einarbeiten.
Bei Kompostextrakten haben wir die einzige Ausnahme. Ja, wenn wir Kompostextrakte herstellen, dann waschen wir ja diese Humusbildner aus dem Kompost heraus und dann besprühen wir auch die Pflanze. Wir können es auch im Boden reinwaschen, aber wir besprühen auch die Pflanze, damit die Pflanze besser geschützt ist und ein besseres Immunsystem aufbaut. Aber ansonsten gehört Kompost in den Boden, nicht einfach nur so irgendwie über den Boden drüber streuen. Die Mikroorganismen in einem hochwertigen Kompost sind empfindlicher auf UV-Licht und das heißt, wenn der Komposter an der Bodenoberfläche landet und die Sonne drauf knallt, dann sind innerhalb von kurzer Zeit die Mikroorganismen abgestorben und sie haben überhaupt nichts davon. Kompostextrakte einsetzen, das kann im Grunde genommen auch jeder. Und den Boden belüften, das ist so lange wichtig, solange Ihr Boden noch die Eigenstruktur nicht aufgebaut hat. Also das heißt, wenn Ihr Boden einmal wirklich eine Krümelstruktur bis in einen halben Meter oder 1 Meter oder 3 Meter Tiefe hat, dann ist es nicht mehr notwendig, dass Sie den Boden jetzt mechanisch belüften. Aber solange der Boden sich selber nicht versorgen kann, das heißt, er keine zu wenig Atmung hat, dann sterben ja jedes Mal die aeroben, humusbildenden Organismen ab, wenn Sie den Kompost in den Boden hineinbringen und dann gut zubetonieren. Ja. Also das heißt, Sie müssen, solange Sie noch in einem Aufbauprozess sind, müssen Sie auch dafür sorgen, dass der Sauerstoff in den Boden hineinkommt. Ja, und dann sind wir noch einmal bei unserem Anerkennung geben. Gell? Das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Ich habe das dem Paul schon mal erzählt. Wir haben einen Freund, der in Südtirol Filmemacher ist, hat fürs Fernsehen gearbeitet und der hat einen Film über Schamanen gemacht. Also weltweit ist er gereist und hat über diese Schamanen einen Film zusammengeschnitten und hat mit vielen von denen ist er gut Freund geworden. Und dann ist er sehr krank geworden, ist durch einen Krankenhauskeim infiziert worden und war eigentlich schon im Koma, also die Ärzte hatten ihn eigentlich schon aufgegeben und ist dann 1 Jahr lang ist er im Krankenhaus gelegen und sie haben ihn wieder aufgepäppelt, sein Sohn war zum Glück Arzt. Und er hat gesagt, da waren Schamanen, das waren Klosterschwestern, das waren unterschiedlichste Leute aus den unterschiedlichsten Lebens- und kirchlichen Bereichen. Und wie die gehört haben, dass es ihm so schlecht geht, haben sie für ihn gebetet. Und er hat gesagt, in seinem Koma, er ist monatelang im Koma gelegen, in seinem Koma konnte er wahrnehmen, zu welcher Zeit die für ihn gebetet haben. Und wie er da wieder aufgewacht, er war im Grunde genommen Atheist vorher, wie er wieder aufgewacht ist, konnte das irgendwie nicht glauben und ist wirklich noch einmal diese Stationen abgereist, um mit diesen Leuten persönlich darüber zu reden, ob das denn tatsächlich so gewesen sei. Und die haben ihm das auch bestätigt. Und das hat er schon lange her, dass er mir das erzählt hat, aber das war für mich damals so ein eindrückliches Erlebnis, wie sehr eben die richtige Schwingung, jemanden zu schicken, wie stark diese Wirkung sein kann. Und was Sie auch noch tun können, ist, Sie können sich, ich weiß nicht, ob dieser Film, der Film Humus, die letzte Klimachance, ob der draußen am Büchertisch liegt, den können Sie sich ja bei Gelegenheit einmal so am Sonntagnachmittag anschauen. Der ist vor ein paar Jahren in Österreich gedreht worden und der erzählt so ein bisschen, was Humus eigentlich so alles kann und soll und warum Humus denn so wichtig ist für uns. Ja, das wäre jetzt so dieses Paket an Maßnahmen. Ich hoffe, ich habe Sie damit nicht überfordert, aber alle diese Dinge können wahrscheinlich sehr viele von Ihnen schon morgen umsetzen, anfangen. Eins können Sie auch selber tun, Sie können sich eine gute Pflanzerde machen. Ja, Sie müssen nicht jetzt in der Billa und beim Hofer oder ich weiß nicht, wie das in der Schweiz dann und in Deutschland ist es der Aldi, Sie müssen sich nicht dort die biozertifizierte Pflanzerde kaufen, die hat nämlich sehr oft so richtig miserablen Kompost. Ja, die großen Kompostwerke, die lassen sich dann biozertifizieren und dann mischen sie in die Pflanzerden so dieses richtige, faulige Material hinein. Und dann wundert man sich, wenn die ganzen Jungpflanzen alle schon kollabieren, bevor sie überhaupt noch richtig angewachsen sind. Ja? Sie kaufen sich einfach bei dem Kompostierer Ihres Vertrauens einen Kompost. Da können Sie auch mal genauer nachbohren, wie er denn diesen Kompost so herstellt. Und wer das noch genauer wissen will, der fragt mal den Gottfried drüber, der weiß das auch. Und dann mischen Sie diesen Top-Kompost mit einem Drittel Erde und mit einem Drittel Sand. Und wenn Sie es noch besser machen wollen, dann mischen Sie halt noch ein bisschen Gesteinsmehl dazu und vielleicht noch zum leichter machen, gibt es so verschiedene so Bleetone oder so Zeolite und solche Dinge. Das ist aber gar nicht unbedingt notwendig. Ja, Sie können einfach auch nur ein Drittel Kompost, ein Drittel Sand, ein Drittel Erde und dann füllen Sie sich das in kleine Töpfchen und da pflanzen Sie dann Ihr Basilikum und Ihre
Petersilie und was halt sonst für ihren Salat haben wollen. Was heute und was mich nach wie vor also wirklich auf die Palme treibt, völlig falsch gemacht wird, sind Hochbeete. Darf ich mal sehen, wie viele von Ihnen bereits eines besitzen? Ah, das sind noch wenige, sehr gut. Hochbeete sind ja jetzt der Obertrend. Also man kommt ja nicht an einem Hochbeet vorbei, wenn man irgendwo so also man kommt nicht dran vorbei, an Hochbeete zu stoßen, wenn man irgendwo so durch einen Ort geht. Selbst Landwirte, die ja eigentlich mehr als genug Land zur Verfügung hätten, die bauen sich jetzt Hochbeete, weil es so schick ist. Und noch schicker ist es natürlich, wenn jetzt so ein Hochbeet aus Niroster hergestellt wird oder eben aus so ganz geschlossenen Holzbrettern oder aus Beton oder das ist auch so ein Kunststoffmaterial mit einem schicken Dach drüber. Ja, wo glauben denn die, dass da der Sauerstoff herkommt? Ich sehe also wenig Möglichkeit für Sauerstoff in dieses Material einzudringen. Und dann machen sie aber zusätzlich noch etwas, das sieht man auf diesem Bild hier, sie füllen unten ein ganz grobes Material rein, so Äste und einfach so, was man aus dem Garten, schilfiges Material und so weiter, weil sie damit die Selbsterwärmung bezwecken wollen. Und diese Selbsterwärmung, die soll dann dazu beitragen, dass dieses Hochbeet schon ein bisschen früher im Frühling warm wird und dann man schon früher anbauen kann drauf. Ja, aber dass dadurch ein Kompostierprozess in die Gänge kommt, wenn da unten lauter Rohorganik drinnen ist, die dann alle möglichen Faulsubstanzen bildet. Ja, die meisten wundern sich dann nach so 2, 3, 4, 5 Jahren, warum ihre Pflanzen alle eingehen. Das hängt nur damit zusammen, dass da unten lauter fauliges Material drinnen ist, das natürlich ausgast, weil Fäulnisprozesse auch Gase produzieren. Ja, die wandern nach oben und damit habe ich dann schöne kranke Pflanzen oder auch Schneckenfutter und so weiter. Wenn ein Hochbeet, dann sollte das so aussehen. Es sollte aus irgendeinem Material hergestellt sein, wo noch genug Platz für Sauerstoffversorgung auch von der Seite ist. Sie können das ruhig gerne bepflanzen. Das ist ganz was anderes, als wenn da jetzt irgendwie ein Edelstahlgerüst außen rundherum ist. Oder Sie können irgendwas mit einem Vlies ausschlagen, das ist ja auch atmungsaktiv. Und dann gehört unten einmal zuerst irgendwas, was Wasser ableitet, also so etwas Schotteriges, und dann geben Sie ein bisschen ein dünnes, so wie so Pflanzenschutzvlies rein, und dann kann die Erde und obendrauf dann noch ein bisschen Kompost, in der obersten Schicht mischt man den Kompost an, und so können Sie sich ein Hochbeet bauen, das also auch die nächsten 10 und 20 Jahre gesunde Lebensmittel herstellt. Der Paul hat mich gebeten, ob ich nicht vielleicht ein paar Beispiele so zeigen kann, wie wir so unsere Projekte angehen und wo denn so Humusmanagement und Kompostierung schon umgesetzt wird. Und ich habe mir gedacht, ich zeige Ihnen vielleicht eines aus der Industrie. In Kenia betreut der Urs ein Investorengremium und die wollen im ganz großen Stil kompostieren. Also die wollen, also wirklich, im Grunde ist das Ziel, Hunderttausende von Kubikmetern zu kompostieren, weil es so viel Hühnermist gibt. Und es gibt natürlich auch viele europäische Gemüse- und Obstproduzenten, weil in Kenia das Klima einfach fein ist dafür. Und das heißt, dieses Investorengremium, die wollen jetzt kompostieren. Die wollten da so gleich mit großen Maschinen und großen Schreddern und großen Traktoren so richtig Industriekompostierung machen. Und der Urs hat gesagt, ja Leute, ihr müsst euch doch mal überlegen, dass die Mitarbeiter, mit denen ihr da arbeiten müsst, noch nie irgendwas von einer gescheiten Kompostierung gehört haben. Die gehen doch normalerweise irgendwo in der Landschaft herum und suchen sich irgendwas zusammen, aber die werden doch jetzt nicht wissen, wie man jetzt richtig kompostiert und schon gar nicht mit großen Maschinen umgeht. Und daraufhin haben sie zuerst einmal mit Handkompostierung gestartet. Das heißt, die Mitarbeiter, die mussten einmal eine Schnur spannen, damit der Kompost gerade wird, und die mussten da die Materialien richtig zusammen kombinieren und das auch mit der Hand einmal bearbeiten. Und erst, wo sie mit der Hand kompostieren konnten, haben sie die Maschine bekommen. Und da sieht man jetzt nur wieder mit dem Lader die Kompostmiete aufgesetzt wird. Das war natürlich toll. Ne? Also man hat immer 5 Runden um den Kompost fahren müssen, weil das Laderfahren so einen Spaß macht, bevor man dann einmal die Schaufel abgeladen hat. Und der Urs hat gesagt, das Fahrtraining, das war ganz lustig. Also er hat gesagt, er hat noch nie so ungewöhnliche Sprünge an einem Lader gesehen, wie diese Lader gemacht haben.
Ja klar, wenn ich noch nie mit einem Blader gefahren bin, ich glaube, ich würde das Gleiche machen. Erst wo mit der kleinen Maschine, im kleinen Maßstab die Mitarbeiter kompostieren konnten, dann ist auch immer noch im Garten vom Investor, ist dann die Menge erweitert worden. Und dann hat man halt im Garten da mal, ja, sehen Sie jetzt, das sind vielleicht, da liegen, naja, vielleicht 200 Kubikmeter Kompost oder so. Und erst dann sind sie auf die eigentliche Großanlage gewandert. Da ist aber auch nicht im ersten Schritt der Großkompost gemacht worden, sondern das, was man im Garten schon trainiert hat, das ist dann auf der Kompostieranlage einmal umgesetzt worden. Dann ist der erste Erweiterungsschritt gekommen. Da sieht man, also jetzt haben wir doch schon einige Mieten liegen und diese ganze Fläche ist für Kompostierung reserviert. Und im nächsten Schritt ist dann wieder ein Erweiterungsschritt gekommen und naja, wenn wir uns in 10 Jahren wieder sehen, dann zeige ich Ihnen ein Bild, wo da Tausende von Kubikmetern Kompost hergestellt werden. Aber von Leuten, die halt auch kapiert haben, wie man das richtig macht. Die Erfolge haben Sie jetzt schon. Die Produzenten beliefern Gemüseanbauer in der Region und die bringen den Kompost, weil er nämlich so teuer ist, die verkaufen den Kompost um mehrere 100 Euro pro Kubikmeter. Mehrere 100 Euro auf einen Kubikmeter Kompost. Und jetzt bringen natürlich die Produzenten kleine Mengen aus. Und ich habe euch das ist von einem Flyer, den die zusammengestellt haben, so nach Ergebnissen. Die haben 500 Kilo Kompost ausgebracht, das ist eine homöopathische Dosis. Das sieht man nicht, wenn man das auf den Boden draufstellt. 500 Kilo Kompost, das ist nichts. Und haben eine Ertragssteigerung von bis zu 40% gehabt. Ja, also auch kleine Mengen, weil sie ja das Leben in den Boden bringen, aber es muss rein. Ihr könnt es nicht einfach nur oben drüber so streuseln und erwarten, dass jetzt die Wirkung da ist. Das muss in den Boden hinein, damit das Leben im Boden sich mit dem Kompost und mit der Pflanze verbindet. Und das andere Projekt, das eigentlich so mein Lieblingsprojekt ist unser Projekt in Äthiopien. Da arbeiten wir mit der Caritas zusammen. Und die Caritas möchte gerne ein Kompetenzzentrum für Humusbildung und Kompostierung in Mekki. Das ist von der Hauptstadt so etwa 2 Stunden entfernt. Und das möchten sie gerne dort an einem Bischofssitz etablieren. Dieser Bischofssitz, der ist flächenmäßig so groß wie, weiß nicht, ein guter Teil von Deutschland, also eine riesengroße Fläche. Äthiopien ist ja mal ein Riesenland. Ne? Und auf jeden Fall, der Bischof ist ein für mich sehr weiser Mensch und hat sich jetzt auch so von der Wirkung des Kompostes schon so überzeugen lassen, dass er gesagt hat, ja, wir machen jetzt hier bei uns auf der Missionsstation, die haben auch eine Schule dabei für Jugendliche und dort wird jetzt dieses Kompetenzzentrum aufgebaut. Und da geht es wieder genau gleich. Es muss organisch wachsen dürfen. Also es wird zuerst einmal im ganz Kleinen an der Mission, also am Bischofssitz, wird den Lehrern, den Ausbildnern, die dann in die Dörfer hinausgehen, die nennt man übrigens dort nicht Lehrer, sondern die nennt man dort Animateure. Ja, also dort steht jetzt eine Gruppe von Animateuren, die bringen halt dann den Leuten nicht Samba und Merengue bei, sondern die bringen ihnen Kompost bei. Kann man übrigens gut tanzen dazu, zeige ich Ihnen nachher. Und diese Gruppe lernt jetzt einmal gemeinschaftlich, also wie jetzt in diesen 6 Wochen das Material sich verändern soll und was man alles beachten muss. Und dann gehen die wirklich in die Dörfer hinaus, leben dort, wohnen dort und betreuen die Leute so lange, bis die wirklich wissen, um was es geht. Wir haben dann natürlich diese Leute auch in der Missionsstation, also beim Bischofssitz, ausgebildet. Und das war wirklich ein ungewöhnliches Erlebnis für mich. Der Ansatz von Afrikanern, Dinge zu verarbeiten, ist ganz, ganz anders als der europäische Ansatz. Ja, wir sind so drauf trainiert, immer alles im Kopf und das Begreifen fällt hinten runter und irgendwann merken wir uns nichts mehr. Und Afrikaner haben da noch so einen so einen naturverbundenen Ansatz. Sie nehmen was auf und dann wird das über Diskussion und über Begreifen und so, wird das weiterverarbeitet. Ja, also wir haben immer nur kurze Sequenzen referiert und dann musste das alles diskutiert werden und besprochen werden, verdaut werden. Und das war wirklich gewöhnungsbedürftig, ich war äußerst beeindruckt. Ja, das ist also ein Ansatz, den wir sehr, sehr viel stärker brauchen würden. Ja, und dann haben wir natürlich mit den Leuten Kompost aufgesetzt und sie können überall auf der Welt, das ist jetzt ganz egal, ob sie irgendwo in den Tropen sind oder ob sie irgendwo in Alaska sind, sie haben überall Materialien und die Möglichkeit,
Organik zu stabilisieren. Es ist natürlich jetzt in Afrika, wo es in manchen Regionen so trocken ist, gar nicht so einfach, genügend Material zu kultivieren und zusammenzuholen. Aber wie man jetzt auch hier sehen kann, es finden sich durchaus immer wieder Materialien, sogar ein bisschen Grünzeug haben wir auftreiben können. Die Erde war dann, weil keine Schubkarre zur Verfügung war, halt auf dem Bettlaken transportiert, aber warum auch nicht. Ja, und dann haben wir natürlich auch geimpft, ne, weil das ist ja auch noch einmal der Faktor, den afrikanischen Böden sehr stark abgeht, die Humusbildung. Und das ist halt fein in Kooperation mit der Caritas, weil die kann solche Dinge finanzieren. Die finanziert das Vlies, die finanziert die Messer nicht, die Gabeln und die Schaufeln, die finanziert eben die Messgeräte, also die finanziert alles das, damit die Kompostierer dann in den Dörfern gut arbeiten können. Und ich war auch so beeindruckt von dieser Gemeinschaftsarbeit. Also das ist so ganz ein anderes Bewusstsein, dass die Gemeinschaft alles trägt und dass es die Gemeinschaft braucht, um etwas voranzubringen. Ja, und das Vlies, wie gesagt, das wird eben auch von der Caritas in dem Fall finanziert. Und also meine ganz persönliche Meinung ist ja, dass eigentlich die Europäer die Verantwortung haben, genügend Vlies nach Afrika zu transportieren. Schließlich haben wir uns lange genug dort geholt, was zu holen war. Ne? Also jetzt dürfen wir auch dafür sorgen, dass wieder Humus in den Böden entstehen darf. Ja, und dann muss natürlich auch die Technik her und das ist der erste Wender, der in Mekki schon von den Technikern vor Ort gebaut wurde. Da waren sie natürlich riesig stolz drauf, kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen. Die Firma Guia in der Schweiz, die Kompostwender uns baut, die haben die Welle gestiftet und dann der Rest ist dann in Mekki gebaut worden. Naja, und am Bischofssitz wird dann dieser Wender eingesetzt, um für das Bischofscompound nennt man das ist so, wo der Bischof sein Gemüse anbaut, um dort den Kompost herzustellen. Und dann gibt es noch eine Farm, dort wird das Gemüse dann für die Schule produziert und auch für Verkauf produziert und die haben einen Wender aus der Schweiz, also dort wird dann im großen Stil kompostiert und mittlerweile ist dort auch eine Halle gebaut worden, einfach weil die Sonne halt im Sommer wirklich so knallt und da hat man gesagt, es ist einfacher ein Dach drüber zu setzen, als permanent Wasser einsprühen zu müssen. Und was mir auch so gefallen hat, ist, bevor das alles gestartet hat es natürlich zuerst einmal einen Gottesdienst und eine Segnung gebraucht, damit die Kompostarbeit unter dem richtigen Geist stattfinden kann. Wenn man jetzt in die Dörfer hinauskommt, wir sollten da eine Kompostieranlage einerseits besuchen und andererseits eröffnen. Die haben gehört, dass wir da sind und dann sollten wir da hinkommen und da so ganz offiziell mit Masche durchschneiden und so weiter. Und dann ist da so das ganze Gremium, die Dorfältesten sind zusammengekommen und dann hat der Dorfvorsteher, der hat einen langen Vortrag darüber gehalten, was Kompostierung ist und was das Leben im Boden und im Kompost ist. Und erst dann durften wir so an die eigentliche Kompostierarbeit gehen, nachdem das so alles im Kreis besprochen wurde. Und das ist so mein Lieblingsbild. Also ich liebe dieses Bild. Das ist Mittelalter oder ich weiß nicht, mit welcher Zeit ich jetzt so eine Hütte, die in Afrika seit Jahrhunderten gebaut wird, bezeichnen soll, aber es ist auf jeden Fall die alte Tradition, die hergebrachte Tradition trifft auf Kompostierung des 21. Jahrhunderts. Ja, da treffen sich wirklich zwei Welten und die verschmelzen. Da ist nicht der Kompost ein Fremdkörper. Im Gegenteil, die Leute haben sehr, sehr schnell gemerkt, wie hilfreich dieser Kompost für ihre Lebensmittelproduktion ist. Und dort geht es eben dann auch so. Es kommen dann die Animateure ins Dorf und zeigen dann, wie man das Kompostieren aufbaut und wie der Kompost betreut wird. Das ist natürlich dann auch, wenn also eine ganze Schlange von Kompost durch das ganze Dorf geht, auf jeden Fall ein Gemeinschaftsprojekt, weil wenn man sich vorstellt, wer will jeden Tag 50 Kubikmeter Kompost alleine schaufeln? Da braucht es also schon alle, die im Dorf da sind, dass sie zusammenhelfen. Und das Interessante ist, dieser Kompost hier, der gehört allen. Das ist der Gemeinschaftskompost. Aber hinter der Hütte, da machen sich die Leute ihr eigenes, privates, persönliches Komposthäufchen. Weil sie gesehen haben, aha, der Kompost ist so toll und deswegen brauchen sie auch ihr eigenes Häufchen. Also so ein bisschen ich gibt es überall auf der Welt. Und das war im Rahmen einer Konferenz für Nahrungsmittelsicherheit für Afrika und da sind wir eben auch ein Dorf besuchen gegangen und dieses Pärchen da, was man da unten sieht, die haben
Bevor sie angefangen haben zu kompostieren, waren die zu 100% auf Caritas Lebensmittellieferungen angewiesen. Und die sind mittlerweile so weit, dass sie am Markt schon Gemüse und Obst verkaufen gehen können. Also die sind jetzt so die Entrepreneurs der Kompostierung. Und wenn man so sieht, den Unterschied, ne, wenn man so schaut, das ist jetzt eine Pflanze ohne Kompost und das ist eine Pflanze mit Kompost, kann man sich schon vorstellen, dass man dort etwas mehr ernten kann und dass da die Einkommensstrukturen steigen. Oje. Habe ich noch 5 Minuten, dann zeige ich euch noch ganz schnell das Eselsprojekt, das liebe ich nämlich auch in Mekki. Die Caritas und andere haben eine Studie darüber gemacht, über die Lebenserwartung von afrikanischen Frauen. Und haben dann herausgefunden, dass die Lebenserwartung der afrikanischen Frau direkt proportional ist zur Entfernung des Wasserlochs. Das heißt, je weiter das entfernt ist, umso geringer die Lebenserwartung, weil sie einfach so viel Lebensenergie in das Wasserholen stecken müssen. Und daraufhin haben sie sich überlegt, das wäre doch eigentlich eine ganz gescheite Geschichte, wenn man anstelle sich zu Weihnachten irgendwelche unnützen Dinge zu schenken, einer afrikanischen Familie einen Esel schenkt, damit eben die Frauen nicht selber schleppen müssen, sondern nur neben dem Esel gehen. Und da hat ihm die Caritas dann gesagt, ja, 50 € oder 70 € oder so irgendwas, stiftet einer Familie einen Esel. Und das ist natürlich dann auch hilfreich in der Kompostierung, aber vor allem halt auch beim Pflügen. Und also in Mekki wird den Leuten auch gezeigt, wie man selber Kummet und Pflug bauen kann, weil die Mittel fehlen ja, da einen zu kaufen, also baut man es selber. Und das lernen sie dort in den Werkstätten. Und damit braucht halt dann die Frau nicht mit der Hacke und gebeugt den Boden bestellen, sondern kann einfach hinter dem Esel herlaufen. Und vor allem der Boden wird durch den Kompost viel weicher und dadurch ist natürlich auch die Bodenbearbeitung viel schneller. Oder auch im Duett, ganz je nach Wunsch und Liebe. Ja, und das war die erste Frau. Das ist eine Witwe, die hat 6 Söhne und die hat den ersten Esel aus diesem Eselsprojekt bekommen. Und da haben wir noch einen österreichischen Esel, der wendet dann den Kompost. Und das ist meine Erwartung und Vorstellung von Afrika. Ich wünsche mir, dass in ganz Afrika überall Kompostbäume stehen. Und zwar unter diesem Baum, da liegen Komposte in lauter unterschiedlichen Stadien. 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen. Und wenn jetzt die Leute kommen zur Ausbildung, dann sehen sie, wie die verschiedenen Stadien sein sollen. Also sie müssen jetzt nicht 8 Wochen da bleiben, sondern die können ein paar Tage bleiben und dann können sie nach Hause gehen und wissen in etwa, was sie tun sollen. Und ich habe Ihnen vorher versprochen, ich sage Ihnen oder zeige Ihnen noch, wie man denn zu Kompost auch singen kann. Die Äthiopier haben nämlich ein Lied komponiert und das nennt sich Kompost schenkt neues Leben, wir machen den besten Kompost. Ja, Sie sehen, Kompost ist sehr musisch veranlagt.